Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops und auch, welche Besonderheiten es am Gerät vielleicht gibt, was ihr beachten müsst, ob es Tipps und Tricks gibt, beim Öffnen des Gerätes zum Beispiel oder auch beim Ausbau von Komponenten. So, ich hoffe, das Video wird euch weiterhelfen und ihr merkt, dass es im Grunde genommen gar nicht so schwer ist, einen Laptop aufzumachen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo IdeaPad und zwar ein 720S und ich zeige euch auch gleich, wo genau ihr die exakte Modellnummer findet. Doch vorher ziehen wir auf jeden Fall den Netzstecker vom Gerät. Und wenn wir das Gerät dann umdrehen, kann man hier auf der Rückseite ziemlich gut lesbar in dem Fall die genaue Modellbezeichnung sehen. IdeaPad 720S-13ARR. Und über genau diese Modellnummer findet ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen, der in dem Fall draufgeklebt ist und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich benutze dafür ein Universalwerkzeugset. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und ja, in dem Fall sind die Schrauben Torx-Schrauben. Das heißt, ich nehme als Aufsatz ein T5. Ja, und dann schraube ich das hier mal im Schnelldurchlauf auf. Und erledigt. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und ja, als Tipp kann man vielleicht noch sagen, wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. Ja, und so sieht dann die Unterseite von innen aus. Und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker muss man hier nach unten ziehen und der hat in der Mitte so eine kleine Erhöhung. Da kann man einfach ein bisschen dran ziehen und den dann so mit Rütteln rausbewegen. Und um den Akku dann zu tauschen, muss man diese Schrauben hier, ich zeige euch die im Bild, lösen. Und ja, da brauche ich jetzt hier einen Kreuzschraubenaufsatz. Und ja, dann mache ich das hier auch mal im Schnelldurchlauf. Und dann kann man den Akku einfach nach oben hin rausnehmen. So, was sehen wir hier noch? Wir haben hier unter dieser Schutzhülle die SSD.
Die kann man auch super leicht tauschen. Da muss man einfach nur diese Schraube hier lösen und dann ein bisschen nach oben und zur Seite rausziehen. Und dann kann man die einfach austauschen. Einfach wieder genauso einstecken und verschrauben. Ja, der RAM ist in diesem Gerät fest verlötet. Den kann man nicht einzeln tauschen und auch nicht erweitern. Der sitzt hier unter dieser Blechabdeckung. So, hier sehen wir die Lüfter und die Heatsinks, die in dem Fall die CPU und Grafik kühlen. Und ja, die Lüfter kann man einzeln tauschen. Und das Kabel könnt ihr hier sehen. Das ist in dem Fall mit einem Kippstecker befestigt. Und ja, für den linken muss man diese beiden Schrauben hier lösen. Und beim rechten sind es die 3 hier. Ich mache das mal eben schnell. Und ja, bei dem Kippstecker muss man einfach nur darauf achten, dass man den eben zuerst nach oben klappt. Da muss man so ein bisschen drunter gehen und dann erst kann man das Kabel rausnehmen. Wie man hier sieht, ist der Lüfter in so einer kleinen Halterung drin und auch Kabel liegen hier noch in der Führung. Das heißt, den Lüfter einfach seitlich rausbewegen, ein bisschen wackeln und dann das Kabel aus der Führung herausfriemeln und dann rückwärts genauso wieder einbauen. Da muss man eigentlich auch nur darauf achten, dass man das wieder richtig hier in diese Führung reinschiebt. Und natürlich nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, was bei dem hier echt friemelig sein kann. Ich nehme da jetzt auch noch mal eine Hilfe dazu. Dann kommen die Schrauben wieder rein und fertig. Ja, und bei dem anderen ist das eigentlich genau das gleiche Spiel. So, dann sehen wir hier noch das Touchpad. Auch das lässt sich einzeln tauschen. Dafür muss man jeweils die Schrauben hier am Rand lösen. Und auch unter diesen Abdeckungen hier sind noch Schrauben versteckt. Die müssen auch raus. Das Touchpad an sich ist auch wieder hier mit einem Klappstecker verbunden. Das heißt, auch hier muss man den erst nach oben klappen und kann dann das Kabel herausnehmen. Und ja, beim Wiederverbinden einfach darauf achten, dass das Kabel wirklich bis zu der angezeigten Linie im Stecker sitzt und danach wieder zuklappen. Und fertig. Gut, bevor wir das Gerät jetzt wieder zumachen, bauen wir natürlich den Akku wieder ein. Und in dem Fall ist das Kabel von dem Akku einfach sehr kurz. Das heißt, ich werde erst das Kabel wieder in den Stecker reinfriemeln und danach kommt der Akku drauf. So ist es dann auf jeden Fall einfacher. Beim Einlegen einfach darauf achten, dass der Akku wieder in diesen kleinen Ösen hier sitzt. Dann ist auch garantiert, dass alle Schrauben wieder reingehen. Dann nur noch festschrauben und dann ist der Akku auch schon getauscht. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.